Die Rega hilft Menschen in Not. Auch Ihnen, falls Sie eines Tages medizinische Hilfe benötigen. Möglich machen dies über 3,6 Millionen Gönnerinnen und Gönner, welche die Rega unterstützen. Doch wissen Sie, was es braucht, damit die Rega helfen kann? Was Sie mit Ihrem Gönnerbeitrag alles ermöglichen? Die Rega kann man auf verschiedene Arten alarmieren, zum Beispiel über die eigens entwickelte Rega-App. Sie übermittelt die Koordinaten des Einsatzortes auf wenige Meter genau an die Einsatzzentrale im Rega Center in Zürich. Eine Einsatzleiterin alarmiert die nächstgelegene Basis. Dort steht rund um die Uhr eine Rega-Crew bereit. Dank den 14 über das ganze Land verteilten Einsatzbasen erreichen die Rettungshelikopter auch abgelegene Einsatzorte innerhalb weniger Flugminuten. Die Rega ist so Teil der medizinischen Grundversorgung der Schweiz. Damit die Einsatzleitung stets mit den Helikoptern in Kontakt bleiben kann, betreibt die Rega ein eigenes schweizweites Funknetz. Der Pilot setzt den Notarzt punktgenau am Unfallort ab. Diese Präzision, das Zusammenspiel der Crewmitglieder und die standardisierten Abläufe werden immer wieder trainiert. Zum Training ihrer Cockpit-Crews und der Ausbildung von Nachwuchspiloten betreibt die Rega eine eigene Flugschule. Auch Rettungssanitäter und Notärzte absolvieren regelmäßige medizinische Ausbildungen und Trainings. Der Notarzt kommt zum Schluss: Verdacht auf Herzinfarkt. Die Patientin muss sofort ins Spital. Ein normaler Anflug ist aber aufgrund der schlechten Sichten nicht möglich. Um auch bei Nebel und Schneefall fliegen zu können, arbeitet die Rega an ihrer Vision einer wetterunabhängigen Luftrettung. Dazu entwickelt sie mit Partnern ein Netz von Instrumentenflugrouten, das den Piloten ermöglicht, mittels Autopiloten auf einer im Flugrechner abgespeicherten Route zu fliegen. Die 60 Rega-eigenen Wetterstationen und Webcams liefern die für Instrumentenflüge benötigten aktuellen Wetterdaten direkt ins Cockpit. Die Rega-Vision ist teilweise bereits Realität. Der Anflug auf das Berner Inselspital beispielsweise ist trotz Hochnebeldecke möglich. Auch die Landung erfolgt ohne Probleme, weil sich die Rega für sichere und den modernen Standards entsprechende Spitallandeplätze einsetzt und Spitäler bei entsprechenden Projekten berät und unterstützt. Falls der Rettungshelikopter trotzdem wetterbedingt am Boden bleiben muss oder die Rega-Crews im Gelände Unterstützung brauchen, bietet die Rega-Einsatzleiterin die Bergretter der Alpinen Rettung Schweiz auf. Eine Stiftung, die gemeinsam getragen wird von der Rega und dem Schweizer Alpenclub SAC. Die Rega will das Beste für ihre Patienten, immer und überall. Als einzige Luftrettungsorganisation der Schweiz ist die Rega in der Lage, hochkomplexe intensivmedizinische Patiententransporte im Rettungshelikopter und im Ambulanzjet durchzuführen. Zum Beispiel mit Transportinkubatoren für Frühgeborene und Herz-Lungen-Maschinen. Dies alles und mehr leistet die Rega für die Schweizer Bevölkerung, ohne staatlichen Auftrag und ohne staatliche Finanzierung. Dies alles und mehr ermöglichen Sie mit Ihrem jährlichen Gönnerbeitrag. Ein kleiner Beitrag mit großer Wirkung und ein Zeichen der Solidarität. Denn falls Sie die Hilfe der Rega nicht benötigen, so ist es gut zu wissen, dass Ihr Beitrag für all jene in einer Notsituation den Unterschied macht.